Starship 29 absolviert beeindruckend schnell Testphase in Vorbereitung auf den nächsten Flug. Das Starship aktuell als Wegwerfrakete schon Gamechanger bei Startkosten. Steht das Dear Moon Projekt vor dem Aus? Polaris Dawn-Anzüge wohl endlich fertig und baldige Vorstellung. Die NASA ist zuversichtlich, Voyager 1 wieder nutzen zu können. ESA-Teams gelingt Enteisung des Euclid-Weltraumteleskops. Die ESA will mit der indischen Raumfahrt besser zusammenarbeiten. RFA veröffentlicht Video des Argo-Raumschiffs. Chinas ambitioniertes Mondprogramm nimmt weiter Fahrt auf. Neues Crew-Rettungssystem Amped 40 soll auf das Starship skaliert werden. Der japanische Mondländer Slim wacht erneut auf. Und Northrop Grumman entwickelt Mondeisenbahn. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Starship 29 ist für Vorbereitungsarbeiten an die Produktionsanlagen gebracht worden. Davor hat es offenbar seine Feuerkampagne beendet. Es gab einen statischen Feuertest aller 6 Raptor-Triebwerke und gemeldet von SpaceX über die geplante Testdauer, was jedoch weit unter der Brennzeit der Oberstufe auf dem gesamten 4. Flug liegt. Ebenfalls ausprobiert wurde der Test eines einzelnen Raptors nur mit Hilfe der Header-Tanks. Dies soll das Wiederzünden im Orbit testen. Gerade dieses gezielte Deorbiting dürfte die oberste Priorität für den nächsten Starship-Flug sein. Ohne das gezielte Deorbiting der Starship-Oberstufe vorab zu demonstrieren, will SpaceX nämlich keine Nutzlast starten. Elon Musk kommentierte den SpaceX-Beitrag auf X mit Vorbereitung für Flug 4 von Starship. Ziel dieser Mission, das Raumschiff soll die maximale Wiedereintrittshitze mit funktionierenden Systemen erreichen. Schon so ein bisschen ein Ausblick, dass da wohl wirklich nicht alles rund lief beim letzten Flug, was wir uns ja eigentlich auch schon gedacht haben. Als nächste heiße Tests erwarten wir die ersten statischen Feuertests von Booster 11. Mit seinen 33 Raptor-Triebwerken wird das auf jeden Fall wieder ein Spektakel. Sollten die Feuertests von Booster 11 gut laufen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir danach einen Full-Stack sehen. Also das Zusammensetzen von Ship 29, Hot Staging Ring und Booster 11 zur nächsten Testrakete. SpaceX scheint also weiter auf Kurs für den nächsten Flugtest, dann Ende April oder Anfang Mai. Von kryogenen Treibstoffen spricht man übrigens erst ab minus 50 Grad Celsius, wobei kryogene Raketentreibstoffe wie Sauerstoff, Methan, Propan oder sogar Wasserstoff erst bei sehr viel niedrigeren Temperaturen bei unserem Umgebungsdruck flüssig werden. Fast kryogen, nämlich bei minus 45 Grad Celsius, wird der Geschmack von Jewett-Gerichten mit Flash-Freezing-Technologie konserviert. So sind Jewett-Gerichte komplett frei von Konservierungsstoffen und von künstlichen Aromen. Wenn euch überwiegend regionale Zutaten und frische Kräuter wichtig sind, kann ich euch Jewett wärmstens empfehlen. Jewett ist geschmacklich definitiv das Beste an Tiefkühlgerichten, was ich je gegessen habe. Die Gerichte gibt's schon ab 7,19 € und damit günstiger als Essen vom Lieferdienst. Zeit bei der Zubereitung verlierst du auch nicht. Einfach in die Mikro und nach 8 Minuten ist jedes Jewett-Gericht essfertig und dann vor allem heiß und nicht Lieferdienst lauwarm. Keine Angst, Jewett ist kein Abo. Du suchst dir einfach Gerichte aus und die kommen dann express an deinem Wunschtermin zu dir nach Hause. Meine Empfehlung, wenn ihr bei der Auswahl erst einmal überfordert seid: Sauerbraten-Ragout, Buffalo Barbecue Chicken und Linguine Avocado Limette. Könnte ich mich reinlegen. Wenn du Jewett auch mal ausprobieren willst, mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommst du 10% auf die erste Jewett-Bestellung. Steht auch in der Beschreibung. Ich bekam nach meiner Startanalyse von Flug 3 viele Kommentare von wegen, ja, dass man doch nicht von einsatzbereit sprechen kann und dass da ja noch ein ganz weiter Weg ist. Ja, und immer noch Menschen wohl glauben, das wird nichts mit dem Starship. Kurz zur Erinnerung, das bisher Erreichte ist im Prinzip Stand der Technik für Orbitalraketen. Ariane 5, Langer Marsch 5 und noch viele andere Raketen haben gar nicht erst die Fähigkeit zur Wiederzündung der Oberstufe. Und das Thema Wiederverwendung ist aktuell ja nur für SpaceX selbst Konkurrenz. Trotz der vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit der vollständigen Wiederverwendbarkeit ist die Starship-Rakete in ihrer aktuellen Wegwerfkonfiguration bereits jetzt das leistungsfähigste Raketensystem, das je entwickelt wurde. Das müssen wir uns da immer wieder vor Augen führen. Bei der Booster-Wiederverwendung des Starships, da mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken, dass SpaceX das zeitnah hinbekommt. Beim Chip, da bin ich eher skeptisch. Trotzdem kann das Starship in der Wegwerfkonfiguration, wie sie jetzt bei RFT3 geflogen ist, etwa 200 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit befördern. Das ist immens. Das entspricht der Nutzlast von 9 Falcon 9 Flügen in Wegwerfkonfiguration. Dazu sei euch ja auch ein aktueller Payload-Artikel ans Herz gelegt, den verlinke ich euch unter dem Video. Dort kann man nachlesen, mit den $100 Millionen internen Startkosten des aktuellen Starships V1 kommt man auch ohne Wiederverwendung schon auf einen Startpreis von etwa $500 pro Kilogramm. Das ist um den Faktor 10 günstiger als eine Ariane 6 und etwa um Faktor 2 günstiger als die SpaceX-interne Startkosten der Falcon 9. Die Falcon 9 Startkosten sind wie die aktuellen Starship Startkosten mit Vorsicht zu genießen, aber die Größenordnung, die dürfte schon passen. Aktuell sollen die reinen Starlink Startkosten mit Falcon 9 SpaceX intern unter $17 Millionen kosten.
Und selbst wenn die Dollar pro Kilogramm Kosten für das Starship gleich oder höher sein sollten als bei der Falcon 9, Starlink wird ja die Cash-Cow von SpaceX mit einem Multimilliardenmarkt, der da adressiert werden kann. Ja, und für die neuen Satelliten mit der Mehrkapazität, da braucht SpaceX die Kapazität des Starships so oder so. Da ist das Senken der Startkosten dann wohl nur noch ein Gewinnoptimierungsproblem. Und auch im Hinterkopf behalten, das durch Produktionsoptimierung aufgebaute Starship V3 soll die Nutzlast bei gleichbleibenden Startkosten verdoppeln, was dann einer Halbierung der Startkosten entspricht, wenn man wie SpaceX mit Starlink plant, die maximal verfügbare Nutzlast auch wirklich voll auszunutzen. Während die Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete das ultimative Starship-Ziel von SpaceX bleibt, um noch ambitioniertere Pläne wie Mond und Mars zu ermöglichen, kann die Wegwerfversion von Starship bereits jetzt die Kosten für den Zugang zum Weltraum erheblich senken. Das sind jetzt keine reinen Renderings mehr oder Versprechen von einem durchgeknallten Milliardär, der sich ja nur mit fremden Federn schmückt und selbst eigentlich nichts kann, außer Geld hin und her schieben. Der hat das doch noch nicht mal studiert. Leute, die Hardware, die ist jetzt da. Wo wir bisher tatsächlich nur Renderings gesehen haben und keine Hardware, das apropos Ankündigungen, die dann vielleicht doch nichts werden. Mein Oldspace-Umfeld hat nie daran geglaubt, ich gestehe, ich war da deutlich optimistischer. Das Moon-Projekt des japanischen Milliardärs Yusaku Maezawa scheint unter keinem guten Stern oder besser keinem guten Mond zu stehen. Ja, leider. So zumindest wird das Defollowing von Elon Musk interpretiert. Die Moon war geplant als ein Starship-Flug um den Mond, wobei Maezawa 8 Influencer mitnehmen wollte, darunter auch den Everyday-Astronauten Tim Dodd. Die offizielle Webseite, die ist noch erreichbar, vielleicht ist Elon ja auch nur auf der Maus ausgerutscht oder die beiden haben sich privat überworfen und die Mission ist weiter für Anfang 2030 geplant. Eine andere private SpaceX-Mission, bei der es jetzt endlich richtig zur Sache geht und wo es auch schon Hardware gibt, Polaris Dawn. Laut Hauptsponsor und Commander des Polaris-Programms Jared Isaacman wurde letzte Woche der größte Teil der EVA-Anzugsabnahmeverfahrens abgeschlossen. Laut Isaacman war es das erste Mal, dass die fertig montierten Anzüge getragen wurden. Bisher war es keine Flughardware, sondern nur Entwicklungs- und Trainingsanzüge, also da ein großer Schritt. Die nächsten Meilensteine dann unter anderem Vakuumkammertrainings und Tests mit dem Raumschiff. Ja, was denkt denn ihr? Wird das noch was dieses Jahr mit Polaris Dawn und der ersten privaten EVA? Schreibt mir doch gerne unter dem Video. Es war ja eigentlich schon klar, aber die Politik im Hintergrund, die war dann doch schwieriger. SpaceX wird auf 2 Falcon 9 Flügen insgesamt 4 Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo transportieren. Aufgrund des zusätzlichen Aufwands für die nationale Sicherheitsmission erklärte sich die EU, der gehört ja Galileo, bereit 180 Millionen Euro für die beiden Starts auszugeben. Also gut 30% mehr als der Falcon 9 Listenpreis. Dafür kommt man dann als Kunde im gesamten Integrations- und Startvorbereitungsprogramm permanent an die Satelliten heran, beziehungsweise kann die dann auch mit europäischem Sicherheitspersonal bewachen. Um das zu ermöglichen, muss ein besonderes Sicherheitsabkommen zwischen Europa und den USA unterzeichnet werden. Das regelt dann neben dem Bewachen der geheimen Technologie, was denn eigentlich passiert, wenn der Start fehlschlagen sollte. Die ESA hat dann nämlich die Berechtigung, jegliche Trümmer auch aus US-Gebiet zu bergen und die Überreste zu lagern und nach Europa zu schicken. Laut Eric Berger von Ars Technica hat man das Abkommen auf europäisches Bestreben nur befristet geschlossen, damit es nicht üblich werden könnte, Galileo mit SpaceX statt Ariane zu starten. Während Frankreich das Galileo-System auch militärisch nutzt, verlässt sich die Bundeswehr, soweit ich weiß, aber auf das amerikanische GPS. Die Rocket Factory Augsburg hat eine Animation ihres geplanten Frachtversorgungsraumschiffs Argo geteilt. Richtig ernst wird's dann, wenn es Hardware gibt, aber auch Animationen sind schön. Argo wird von der RFA in Zusammenarbeit mit Space Cargo Unlimited und Atmos Space Cargo für die ESA und für kommerzielle Kunden entwickelt. Argo hat ein Druckfrachtvolumen von 15,5 Kubikmetern und soll 4000 Kilogramm Fracht in die Umlaufbahn und genauso viel auch wieder zur Erde zurückbefördern können. Avisierter Zeitraum für eine erste Demonstrationsmission vor 2028. Neben der Animation wurde auch ein Bild mit einer Spiegelung von einem Astronauten geteilt. Also ein Ausblick, was man mit so einer europäischen Frachtversorgungsfähigkeit langfristig vielleicht machen könnte, hat SpaceX ja mit Dragon vorgemacht. Die NASA ist zuversichtlich, dass das Datenübertragungsproblem der Voyager 1 Sonde behoben werden kann. Dieses Problem, welches seit November den Empfang nützlicher Daten verhindert, wird offenbar von einer beschädigten Speichereinheit verursacht. Trotz der Distanz von 24 Milliarden Kilometern zur Erde, trotz der veralteten Technik und ohne die Hilfe der ursprünglichen Ingenieure konnte man jetzt den Speicherzugriff wieder herstellen. Und ein Softwarefix soll das Problem jetzt lösen. Wir drücken die Daumen. Voyager 1 und 2 sind 1977 gestartet und haben unser Sonnensystem mittlerweile verlassen, aber bisher weiter wissenschaftliche Daten übermittelt. Unabhängig von diesen geheimnisvollen Satelliten hat China letzte Woche seinen zweiten Mondkommunikations-Relais-Satelliten gestartet. Ich versuche mich mal an der Aussprache, ich bitte um Nachsicht.
Kuaishou-2. Der Satellit hat mittlerweile die Mondumlaufbahn erreicht und wird einen speziellen Orbit ansteuern, der eine möglichst lange Kommunikation zwischen Erde und Mondrückseite ermöglicht. China war das erste Land, dem mit Chang'e 4 eine Landung auf der Mondrückseite gelungen ist. Die erste Probenrückführung gelang China mit Chang'e 5, die aber auf der erdzugewandten Seite des Mondes gelandet ist. Bei Kuaishou-2 mit dabei 2 kleinere Satelliten, Tianyu 1 und Tianyu 2. Das sind Technologiedemonstratoren, die eine ganze Satellitenkonstellation vorbereiten sollen. Die Huaqiao-Konstellation soll dann Navigations- und Kommunikationsdienste für den Mond bereitstellen. Der gerade gestartete Kuaishou-2 wird jetzt im Mai schon die Chang'e 6 Mission unterstützen. Chang'e 6 könnte die weltweit erste Mission sein, der die Rückführung von Mondproben von der erdabgewandten Seite gelingt. Später soll der Satellit auch die zukünftigen Landungen von Chang'e 7 und Chang'e 8 am Südpol des Mondes unterstützen. Diese Missionen sind als Vorläufer für die chinesische geführte internationale Lunar Research Station gedacht. Für die internationale Lunar Research Station, so heißt das Gegenprojekt zum US-geführten Artemis-Programm, gewinnt China zwar auf dem Papier immer mehr Partner, außer Russland aber bisher keine Raumfahrtnation. Wenn man so will, ist China die Inverse der europäischen Raumfahrt, Fähigkeiten aber keine Partner. Der erste erfolgreiche japanische Mondlander Slim hat nun eine zweite Wiederbelebung hinter sich. Eigentlich war die Mission ja nicht dafür gedacht, die Mondnacht zu überstehen. Umso erfreulicher, dass der kleine Racker schon wieder aufgewacht ist. Wobei allerdings erste Systeme den Geist aufgeben. Den erfassten Daten zufolge beginnen einige Temperatursensoren und ungenutzte Batteriezellen zu versagen. Aber die meisten Funktionen, die nach der ersten Mondnacht überlebt hatten, wurden auch nach der zweiten Mondnacht wiederhergestellt. Ich bin mir sicher, die so gewonnenen Daten werden zukünftige Missionen robuster machen. Erstaunlich, mit was für einem kleinen Raumfahrzeug und mit welchem überschaubaren Budget von umgerechnet gerade mal 110 Millionen Euro die JAXA hier mal wieder abgeliefert hat. Wir bleiben am Mond, nur am Rande ein Thema für Raumfahrt, aber da ich mir wünschen würde, dass wir in Deutschland Raumfahrt mehr abfeiern, hier mal ein Beispiel, wie man sowas machen kann. In Indien wurde bei der spektakulären Eröffnungszeremonie der indischen Premier League im Chimbaram-Stadion, spricht man es glaube ich aus, in Chennai, die indische Mondlandung von Chandrayaan 3 abgefeiert. Premier League, da geht's um Cricket, nicht um Fußball. Noch mehr Mond, nur eine Studie, aber ich fand die Vorstellung so schön. Northrop Grumman entwickelt für die DARPA des Pentagons ein Mondeisenbahnnetzwerk, ja, um Menschen und Ressourcen auf der Mondoberfläche zu transportieren. Die Studie von Northrop Grumman soll die erforderlichen Schnittstellen und Ressourcen ermitteln, eine kritische Liste der vorhersehbaren Kosten, technologischer sowie logistischer Risiken aufstellen und untersucht werden soll insbesondere das Konzept für den Bau und den Betrieb des Systems mit Hilfe von Robotern. Die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 26. März, ist eine Langer Marsch 6A von Taichuan gestartet. An Bord befand sich mit Yaohai 3-2 angeblich ein Wetterbeobachtungssatellit. Wegen der Geheimniskrämerei geht man aber davon aus, dass der Satellit eine militärische Nutzung hat. Auch am Dienstag ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit einer weiteren Ladung Starlink Internetsatelliten gestartet und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte eine weitere Falcon 9 vom Kennedy Space Center gestartet sein. An Bord befindet sich mit Eutelsat 26D ein Kommunikationssatellit für den GEO. War eigentlich schon letzte Woche der Start, aber da es sehr selten ist, dass russische Raketenstarts zur ISS abgebrochen werden, hier nochmal dazu. MS-25 ist mit Crew an der ISS angekommen. Den ursprünglich für den 21. März geplante Start hatte man wegen einer niedrigen Spannungsanzeige an der Soyuz-Rakete abgebrochen. Nach dem Austauschen und Testen von Batterien konnte der Start dann am 23. März erfolgreich durchgeführt werden. Soyuz MS-25 beförderte die NASA-Astronautin Tracy C. Dyson, die für einen 6-monatigen Aufenthalt zur Station fliegt, zusammen mit dem Roskosmos-Kosmonauten Oleg Novitsky und der belarussischen Gastkosmonautin Marina Wassiljewskaja. Wassiljewskaja und Novitsky werden am 6.4. mit dem seit 6 Monaten gedockten Raumschiff Soyuz MS-24 zurückkehren. Mit dabei dann die von Dyson abgelöste Langzeit-NASA-Astronautin Laurel O'Hara. War auch schon letzte Woche. Ein Dragon-Frachtraumschiff machte sich am 21. März auf den Weg zur ISS. Der Cargo Dragon führte die CRS-30-Mission zur ISS durch. Das Raumschiff transportierte fast 3 Tonnen Fracht, darunter eine Mischung aus wissenschaftlichen Experimenten, Besatzungsbedarf und Stationshardware. Mit diesem Start erstmalig. Die aktuelle Version 2 des SpaceX Dragon ist vom Startkomplex 40 aus gestartet. SpaceX hat zuvor den benachbarten Startkomplex 39A für Starts von Crew Dragon Raumschiffen und deren Frachtvarianten genutzt. Der letzte SpaceX-Frachtflug vom Startkomplex 40 war im März 2020 CRS-20, der letzte SpaceX-Start der ursprünglichen Dragon, also der alten Dragon 1.
Obwohl bereits letzte Woche passiert, greife ich das Thema diese Woche nochmal auf, denn so wurde die neue Dragon-Startanlage am PET SLC 40 zum ersten Mal genutzt. Dafür wurde am Startkomplex 40 ein Turm errichtet, der diesen Startplatz wieder für Frachtmissionen nutzbar macht und schließlich auch für Crewmissionen genutzt werden soll. Wenn du dich jetzt fragst, warum eigentlich keine Frachtflüge vorher von dem PET möglich waren mit dem neuen Dragon, ja, für Frachtmissionen ermöglicht der Crew-Access-Arm des Turms das Beladen von zeitkritischer Fracht in den Cargo Dragon nur etwa 24 Stunden vor dem Start. Eine Anforderung im Cargo Resupply-Vertrag der NASA. Der neue Turm am Startkomplex 40 ist laut Sarah Walker, der Verantwortlichen für das Dragon-Missionsmanagement bei SpaceX, nahezu funktional identisch mit PET 39A. Der Aufzug am neuen Startplatz wurde aufgerüstet und verfügt über ein anderes Notfall-Evakuierungssystem. Statt des Rutschkorbsystems am PET 39A verwendet SpaceX am SLC 40 schnell ausrollbare Schlauchrutschen. Fun Fact: SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hat sich wohl nicht nehmen lassen, die Riesenrutschen selbst zu testen. SpaceX hat den Turm am Startkomplex 40 als Backup zu PET 39A umgebaut, weil es immer mehr Terminkonflikte von Cargo und Crew Dragon sowie Falcon Heavy gab. Ja, und die Anzahl von kommerziellen Crew Dragon Starts in den nächsten Jahren weiter steigen dürfte. Nicht zuletzt soll der NASA eine Redundanz sehr wichtig gewesen sein. Zwar ist der Starliner am Horizont, jedoch aktuell stellt der Crew Dragon den einzigen voll amerikanischen Crewzugang zur ISS dar. Die amerikanische Schmach der Soyuz-Flüge nach dem Shuttle-Ende, die sitzen da noch tief. Bemerkenswert finde ich, dass SpaceX den Umbau neben seiner massiven Startaktivität von diesem PET durchgeführt hat. Steile These, aber in Kourou oder am Artemis PET 39B hätte man da wahrscheinlich monatelang das PET gesperrt. Laut Kaiko Danchev, Vizepräsident für Starts bei SpaceX, gibt es noch keine festen Pläne, die Crewmission vom Startkomplex 40 zu starten. Aktuell ist man noch beim Zertifizieren in Zusammenarbeit mit der NASA. Spannend, was er dann weiter auf X schrieb. Das Team habe handelsübliche Bauteile genutzt. Ja, und die Bedienung, die werde genauso trainiert wie der Notausgang in einem Flugzeug. Es seien nur ein paar schnelle Handgriffe nötig, um die Rutsche zu entfalten, und jeder könne das im Prinzip tun. Und dann der wirklich spannende Teil seines Posts: Da immer mehr Menschen ins All reisen, besonders mit größeren Fahrzeugen wie SpaceX Starship, wird es laut Danchev wichtig, auch die Sicherheitssysteme zu vereinfachen und zu skalieren. Das neue System soll SpaceX dabei helfen, auf größere Türme und Raumschiffe zu skalieren. Klar, ein Starship mit 100 Passagieren zu evakuieren, das ist logistisch etwas ganz anderes als eine 4-Personen-Kapsel mit einer super trainierten Astronautencrew. In den letzten Monaten während der Feinabstimmung und Kalibrierung des ESA-Euklid-Weltraumteleskops wurde eine kleine, aber fortschreitende Abnahme der Lichtmenge gemessen. Auf den optischen Instrumenten des Teleskops hatte sich Eis gebildet. Laut ESA ein häufiges Problem bei Raumfahrzeugen und potenziell bedrohlich für die Mission des Weltraumteleskops. Dabei geht es zwar nur um eine Eisschicht, die so dünn ist wie ein DNA-Strang, aber für die hochpräzisen Optiken dennoch ein Makel. Nach den ersten Monaten Forschung testete nun das Euklid-Team ein neu entwickeltes Verfahren, um die Optik schrittweise von Eis zu befreien. Dabei wurden einzelne Komponenten erwärmt. Laut ESA hat das neue Verfahren funktioniert und Euklids Sehkraft konnte wieder vollständig hergestellt werden. Glückwunsch an alle Beteiligten. Euklid war im Juli 2023 auf einer Falcon 9 gestartet und soll im sichtbaren und nahinfraroten Bereich den Himmel vermessen und so unter anderem Erkenntnisse zum Ausdehnungsverhalten des Universums und dunkler Materie liefern. Diese Woche fand das 323. Treffen des ESA-Rats in Paris statt. Im ESA-Rat, da ist jeder Mitgliedstaat vertreten und hat da eine Stimme. Wobei die wirklich wichtigen Budgetentscheidungen alle 4 Jahre auf der ESA-Ministerratstagung passieren. Deshalb verfolge ich normalerweise die ESA-Ratstreffen auch nicht im Detail. Es gab in den letzten 70 Jahren mehr ESA-Ratstreffen als europäische Raketenstarts zusammen. Warum wir dieses Mal genauer hinschauen sollten: Der Chef des indischen Raumfahrtprogramms war als Gast geladen. Der Erfolg des indischen Raumfahrtprogramms und die Ambitionen Indiens sind so präsent auch in den europäischen Medien, dass es bestimmt eine gute Idee für Europa wäre, sich stärker an die indische Raumfahrt zu binden. Was die USA mit dem Artemis-Programm und Japan über die Lunar Polar Exploration Mission, LUPEX, übrigens schon längst getan haben. Die 3 neuen Bundeswehr-Radar-Aufklärungssatelliten des SARA-Systems sind wohl nicht vollständig einsatzbereit. Wie jetzt bekannt wurde, besteht zwar Kontakt zu allen Satelliten, aber es treten Verzögerungen bei der Inbetriebnahme auf. Das SARA-Projekt umfasst 2 Radarsatelliten mit Reflektortechnologie von OHB und ein weiterer mit Phased Array-Technologie von Airbus. Das gesamte System mit Bodenstation soll etwas über 800 Millionen Euro gekostet haben. Während der Airbus-Satellit bereits in Betrieb ist, gibt es so einen Bericht der Bild am Sonntag Probleme beim Ausfahren der Antennen eines OHB-Satelliten. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, die Reflektorantenne, die ist wie bei dem Vorgänger Salupe fix und nur der Ausleger mit Sensor wird ausgeklappt. Vielleicht ganz interessant, dass das mit den Umwelttests für den Satelliten beauftragte Unternehmen IABG sich zu den Gerüchten geäußert hat und klargestellt hat, das vermutlich betroffene Subsystem sei nicht Gegenstand des Prüfauftrags gewesen.
Bevor wir uns die kommende Woche ansehen, sei hier allen Schutzengeln gedankt, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ich verarbeite noch die Eindrücke der USA-Reise und wir wühlen uns noch durch das großartige Material. Vielen, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Solche großartigen Projekte, die wären ohne eure Unterstützung nicht möglich. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. 2 Starlink-Starts jeweils von Ost- und Westküste am Sonntag. Dazu auch am Sonntag ein Soyuz 2.1b-Start von Baikonur. An Bord Reserus P Nummer 4, ein kommerzieller Erdbeobachtungssatellit. Dann große Empfehlung am Montagabend, der allerletzte Delta IV Heavy Start. Noch einmal Selbstentzündung am Start. Ja, ich werde es live streamen. Geplante Startzeit ist 19.25 Uhr MEZ. Ich bin spätestens um 19 Uhr live. Am Mittwoch, 3. März, ein langer Marsch 2C Start von Xicheng. Nutzlast ist mir nicht bekannt. Am 4. April Falcon 9 mit Starlinks von Vandenberg und das gleiche Spiel dann auch am Freitag, 5. April, Starlink Starts von Cape Canaveral. Hier ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor Jewett, der euch heute das Video präsentiert hat. Wenn ihr Jewett mal ausprobieren wollt, mit meinem Link und dem Code Senkrechtstarter bekommt ihr 10% auf eure erste Jewett-Bestellung. Findet ihr auch in der Beschreibung. Oh, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.